Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Algo weitergeht, bleibt dran. Hallo Leute, na das war ja mal ein Husarenritt, die letzten paar Tage. Hier habe ich den Bitcoin-Chart kurz auf, einfach um nur mal zu schauen, was hier eigentlich los war. Ja, es hat ja alles ganz easy angefangen. Wir sind ja im Bitcoin und dann letztendlich auch in Krypto seit Mitte, Ende Dezember in einer Korrekturphase. Aber die letzten paar Tage, die letzte Woche ging es nochmal so richtig fahrstuhlmäßig nach unten. Und dementsprechend ist jetzt gerade überall richtig Panikstimmung. Doch wenn wir uns mal ganz kurz bei Bitcoin angucken, von welchen Prozentzahlen wir hier eigentlich reden, dann ist das doch relativ überraschend. Es sind hier knapp 28%, die wir korrigiert haben seit dem Top der Welle 3. Ja, also ich gehe immer noch davon aus, dass wir nur die Welle 3 abgeschlossen haben, dass wir also in Bitcoin noch eine Welle 5 sehen werden. Und es erschien jetzt einfach so dramatisch für uns alle, weil es eben innerhalb von ein paar Tagen fahrstuhlmäßig nach unten ging und wir empfanden das als extrem tief. Ja gut, zugegeben, es war jetzt nicht sehr flach, ja, aber wenn wir uns die Fibonacci-Kennzahlen anschauen, dann haben wir ja noch nicht einmal die 50% erreicht, sondern also Bitcoin, ich rede immer von wir, Bitcoin hat also offenbar hier einen Boden gefunden, könnte vielleicht noch einen Ticken tiefer gehen die nächsten paar Tage, aber zumindest sieht es jetzt so aus, zwischen 38% und 50% Retracement, was absolut normal ist in einer vierten Welle. Ja? Gut, dann gehen wir jetzt auch wirklich zu Algo rüber und schauen uns auch mal an, wie es denn da aussieht. Überraschenderweise sieht es nicht so dramatisch aus wie bei Bitcoin, ist aber ziemlich tief gelaufen. Wir sehen, die 61,8% wurden angelaufen, was ziemlich tief ist für die Welle 4, muss man zugeben, aber absolut im Rahmen. Wir sehen auch, dass Algo die Welle 1 nicht gestriffen hat, also das ist ja immer die Grundvoraussetzung, das ist eine Regel, dass die Welle 4 nicht die Welle 1 kreuzen darf. Wenn das passieren würde, müssten wir eine neue Zählung uns überlegen, denn das wäre dann invalide. Das hier ist absolut valide, auch wenn es ziemlich tief ist. Ja, das bedeutet, es ist zu erwarten, dass wir hier noch in Algo eine Welle 5, die letzte Welle der Welle 3 sehen. Und in dieser impulsiven Zählung würden wir dann nochmal eine Korrektur, die durchaus auch tief sein könnte, erleben in Algo, um dann letztendlich die letzte übergeordnete Welle 5 der blauen Welle C, na, wo hat sich diese Welle versteckelt bei mir? Aha, da, der blauen Welle C abzuschließen. Genau. So. Das ist diese Möglichkeit, die wir hier auf jeden Fall noch sehen, wir noch auf jeden Fall noch drin haben. Das würde auch, wenn wir uns die Fibonaccis auch mal anschauen, von dieser Welle 3, wenn wir von der Welle sprechen, dann hätten wir schon auch eine relativ große Extendierung, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist an sich auch kein Problem. Das ist an sich kein Problem. Das bedeutet, diese Welle 3 wird wahrscheinlich so hoch jetzt auch gar nicht mehr gehen, aber man kann schon damit rechnen, dass sie in etwa so in dem Bereich um 88 Cent wahrscheinlich austoppen könnte. Ja, ich sage könnte, denn dadurch, dass diese untergeordnete graue im Kreis Welle 4 jetzt so tief runtergelaufen ist, auch wenn sie valide ist, bei 61,8%, und wir, wie ihr seht, bei Algo jetzt auch in der dritten Welle schon extendiert sind und die Welle 5 nicht mehr so lang sein kann, was an sich kein Problem ist,
habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob es hier vielleicht eine alternative Zählung gibt, die wir berücksichtigen müssen. Denn wenn wir uns den gesamten Algo-Chart betrachten, dann sehen wir ja schon, dass er eher downward, also eher nach unten gerichtet ist. Ja? Also der Trend geht zurzeit zumindest eher nach unten. Auch wenn wir uns hier in einer Art Rechteck bewegen, zumindest jetzt. Ja? So habe ich mir dann überlegt, okay, was ist denn, wenn wir in einem Downtrend sind? Würde denn da eine Zählung von den Elliott-Wellenregeln denn überhaupt hinhauen? Und tatsächlich, das ist auch eine Möglichkeit, wenn wir uns diese Bewegung hier nach unten als eine Welle 1 ansehen. Ja, und wir hier zum Beispiel so eine Zählung dann letztendlich haben, also eine 1, 2, 3, 4 und hier die 5, wobei wir hier eine Leading Diagonal haben, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist möglich. Das würde also bedeuten, wenn dies eine 1 ist, dann bewegen wir uns jetzt gerade im Algo in einer 2. Also in einer Korrektur, um dann ganz impulsiv nach unten zu gehen in die 3 und letztendlich ist ja dann Algo vorbei. Ja, also klar, man investiert ja, um Geld zu verdienen und nicht um Geld zu verbrennen. Höchstens man shortet den Markt, aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das ist also tatsächlich schon was für Leute, die dahingehend wirklich Profis sind. Punkt 1 und Punkt 2, ich würde nicht unbedingt so ein Altcoin shorten wollen. Also wenn man überhaupt shorten möchte, dann eher solche alteingesessenen Dinge wie Bitcoin im Kryptomarkt. Naja, jedenfalls, wenn wir jetzt uns in der Welle 2 bewegen in Algo, dann würde hier eine A, eine B gezeichnet werden und wir bewegen uns jetzt gerade in der Welle C in Algo. Das wäre eine Möglichkeit. Und die Welle C ist ja eben auch impulsiv fünfteilig, sprich, auch hier wäre diese Zählung, wie wir sie jetzt hier haben, absolut valide. Das bedeutet, wir würden uns jetzt, so wie der Stand heute, in die Welle 5 von Welle C bewegen und damit wäre die Welle 2 erledigt. Und diese rote Fibonacci-Kennziffern, das ist für die Welle 2. Eine Welle 2 kann ja locker bis 78,6% nach oben gehen, sogar höher. Es darf hauptsächlich nicht den Ursprung der Welle 1 durchschlagen und da ist ja auch noch Platz. Ja? So, was bedeutet das jetzt nach dieser Zählung? Denke ich, muss man schon berücksichtigen, dass die Welle C so in etwa 100% bis 138% der Welle A ausmachen könnte. So, das bedeutet, wenn wir jetzt unsere Fibonaccis wieder nehmen, was bedeutet das für uns? Zack, zack. Und oh Schreck, oh Schreck. Nehmen die anderen kurz raus. Nehmen mal eine andere Farbe. So. Das bedeutet, die Welle C würde jetzt hier tatsächlich sogar fertig sein, aber wir haben ja trotzdem erst die Welle 3, das heißt, es ist auch eine extendierte Welle C, aber hier kann man wirklich davon ausgehen, dass die nicht unbedingt arg viel höher geht. Ja? Also es kann gut sein, dass die hier bei diesem blauen 100% auch schon fertig ist. Es kann sein, dass die Welle 5 ganz knapp die graue Welle 3 durchschlägt und dann C hier fertig ist. Also da würde ich wirklich ein Argusauge drauf haben. Und ich bin nicht in Algo investiert. Wäre ich das, würde ich vermutlich hier zumindest Teilgewinne herausnehmen. Das wäre jetzt so mein Bereich, wo ich sage, okay, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich
persönlich hier eine Order einsetzen, dass ich beim Hoch der 3 schon zumindest einen Teilgewinn rausnehme. Und dann einfach mal gucken, auch wie sich der Preis bis dahin weiter verhält. Also wir würden ja jetzt in der untergeordneten Welle 5 einer immer noch Welle 3 sein. Das heißt, es sollte auch relativ zügig nach oben gehen. Wenn dem nicht so ist, wenn wir hier also ein korrektives Verhalten an den Tag legen, dann spricht dann doch alles für eine Welle C. Und da sollte man sich dann wirklich überlegen, ob man da rechtzeitig mit zumindest Teilgewinn rausgeht. Und selbst wenn der Markt dann letztendlich noch nach oben zieht, hat man immer noch was in petto. Genau, ja, das wäre jetzt so meine Art, um diesen Markt jetzt hier noch zu begehen. Es ist ein sehr schwieriger Markt dieses Mal, sehr schwierige Marktphase. Natürlich ist das auch der Stimmung im klassischen Markt geschuldet. Ja? Also diejenigen unter euch, die auch die amerikanischen klassischen Märkte, Indizes und Aktien und so weiter beobachten, wissen natürlich auch, dass wir uns da auch ganz schön in einer korrektiven Phase bewegen, auch in einer Welle 4. Und dementsprechend dort die ganzen Tech-Aktien wie Tesla, Google etc., da werde ich auch nochmal ein Video extra dafür machen, sich in einer korrektiven Phase bewegen. Und dadurch, dass zurzeit der gesamte Nasdaq sich mehr oder weniger nur um diese 3 Aktien dreht, Nvidia auch dabei, also 3, 4 Aktien, wenn die korrigieren, dann korrigiert der gesamte Markt. Ja? Genau, und aus diesem Grunde ist Krypto jetzt natürlich auch betroffen. Und das sieht natürlich alles etwas korrektiv aus, was wir hier haben. Deswegen die Vorsichtsmaßnahmen an dieser Stelle, was Algo angeht. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert davon mitgenommen. Wenn dem der Fall ist, bitte gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und tschüss.